Hi, bei mir geht es heute um den Dolly-Zoom-Effekt oder auch Vertigo-Effekt genannt. Viel Spaß! Ja, ihr habt ja gerade schon im Intro gesehen, wie das Ganze dann mal aussehen soll, und ich werde euch jetzt zwei Methoden vorstellen, mit denen ihr diesen Effekt erreichen könnt. Übrigens, der Grund, warum ich dieses Tutorial jetzt hier aufnehme, ist, dass ich diesen Effekt im neuesten Video von Tobi Schnorpfeil gesehen habe. Also checkt dieses Video unbedingt ab, falls ihr das noch nicht kennt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das Video habe ich euch unten verlinkt. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass es zwei Methoden gibt, wie ihr diesen Effekt erreichen könnt, und für die erste Methode braucht ihr eben einen Dolly und ein Zoom-Objektiv. Deshalb wird der Effekt auch Dolly-Zoom-Effekt genannt. Das Ganze funktioniert aber auch anstatt mit einem Dolly mit einem Slider. Wie macht ihr das Ganze jetzt? Ihr befestigt eure Kamera mit Zoom-Objektiv einfach an den Slider und bewegt dann die Kamera nach vorne oder nach hinten relativ langsam und zoomt währenddessen raus oder rein, je nachdem, in welche Richtung ihr euren Slider bewegt. Wenn ihr die Kamera nach vorne bewegt, müsst ihr gleichzeitig rauszoomen, also Richtung Weitwinkel gehen, und wenn ihr nach hinten die Kamera bewegt, müsst ihr reinzoomen, also Richtung Teleobjektiv gehen. Das Ganze über diese Methode zu erzielen ist ganz schön schwer, denn ihr müsst drei Sachen gleichzeitig machen. Zum einen müsst ihr natürlich die Kamera nach vorne bewegen, dann müsst ihr gleichmäßig rauszoomen und währenddessen müsst ihr auch noch fokussieren, weil sonst euer Objekt unscharf wird. Das macht diese Methode ganz schön schwer, alleine zu bewerkstelligen. Deshalb stelle ich euch jetzt noch eine Methode vor, die ihr auch komplett alleine durchführen könnt. Und zwar ist es die Methode, die auch Tobi Schnorpfeil in seinem Video verwendet hat, nämlich er hat das Ganze mit einer 4K-fähigen Drohne gemacht. Das Ganze funktioniert aber auch zum Beispiel mit einem DJI Osmo oder einem Gimbal, wo ihr dann eine 4K-fähige Kamera draufgespannt habt. Es ist wichtig, dass ihr eine 4K-fähige Kamera habt, denn ihr zoomt bei diesem Effekt digital rein und dafür braucht ihr einfach genug Auflösung. Ihr nehmt dann einfach eure Drohne in die Hand oder benutzt einfach einen Gimbal, wie gesagt, und bewegt euch dann gleichmäßig auf euer Objekt zu. Das kann entweder eine Person sein oder einfach eine Landschaft, ein Waldweg oder was auch immer. Und den Effekt erzeugt ihr dann in eurem Schnittprogramm, indem ihr mit dem Skalieren-Tool gleichmäßig rein bzw. rauszoomt, digital. Das Ganze macht ihr am besten auf einer Full-HD-Timeline, und dadurch, dass ihr mit einer 4K-Kamera gefilmt habt, habt ihr genug Auflösung, um digital reinzuzoomen. So, ich bin jetzt hier in Final Cut und zeige euch das Ganze, wie gesagt, in Final Cut. Die Methode, die ich euch jetzt zeige, funktioniert aber auch in jedem anderen Schnittprogramm, in dem ihr Keyframes benutzen könnt. Ich habe jetzt hier mal einen Shot reingezogen, der wurde eben auf die Methode gemacht, die ich euch gerade gezeigt habe. Also die Drohne wurde in die Hand genommen und dann wurde sich auf mich zubewegt. Und das ist die Bewegung. So sieht das Ganze aus. Und jetzt basteln wir diesen Effekt da rein. Der erste Schritt, den wir durchführen, ist ganz am Anfang des Shots die Skalierung auf 160% zu setzen. Dann sieht das Ganze so aus. Jetzt setzen wir hier einen Keyframe. Dann gehen wir ans Ende von der Bewegung und setzen dann hier die Skalierung auf 100%. Jetzt rendern wir das Ganze und dann ist der Effekt auch schon fertig. Jetzt sieht das Ganze so aus. Der Hintergrund verzieht sich so, wie es gewollt ist, und die Person, also in dem Fall ich, bleibt immer in etwa auf der gleichen Größe. Man kann es noch so ein bisschen perfektionieren, dass die Person wirklich immer komplett gleich groß ist, aber so sieht es schon mal extrem cool aus. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Landschaftsshots, also wenn man ganz normal die Drohne geflogen ist, kann man das natürlich auch anwenden, diesen Effekt. Dafür klicken wir dann wieder hier auf 160%. Man kann rein theoretisch von der Auflösung her auch auf 200% gehen, aber bei der DJI Phantom 3 Professional ist die 4K-Auflösung nicht ganz so gut, und deshalb würde ich nicht auf 200% gehen, sondern so maximal auf 160%, weil es sonst zu unscharf wird. Jetzt setzen wir wieder hier einen Keyframe, gehen ans Ende der Bewegung und drücken dann hier wieder auf 100%, und dann ist auch hier bei dem Landschaftsshot dieser Effekt fertig. So, das war's schon wieder zu diesem Dolly Zoom bzw. Vertigo Effekt. Ich finde den Effekt extrem cool, aber wie bei allen Effekten gilt auch hier, nutzt den Effekt nicht allzu oft, vielleicht 2 bis 3 Mal maximal pro Video. Man sieht sich auch hier relativ schnell satt daran. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und war hilfreich. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.